Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es darum, dass wir dieses Holzmaterial mit 3 verschiedenen Farben und einen leichten Bump erstellen. Und ich hoffe, es gefällt euch und ihr könnt es für eure Projekte gebrauchen. Von daher, lasst uns anfangen. Als erstes entfernen wir alles. Tipp, entfernen. Dann fügen wir eine UV-Sphere hinzu, sagen Add Modifier, machen einen Subdivision Modifier, setzen den auf 2 und sagen Apply. Dann rechte Maustaste Shade Smooth. Damit ist der schön glatt. Dann adden wir eine Plane, sagen R Rips X 90. Okay, dann schieben wir die ein bisschen GY nach hinten und scalen die mal ein bisschen größer. Dann gehen wir in Front, also vor die Kugel und adden eine Kamera. Dann nennen wir die Collection Scene und dann machen wir eine zweite Collection, die nennen wir Material und da kommt die Sphere rein. So, dann mit der Kamera gehen wir auf die Kamera und drücken jetzt Ctrl Alt 0 und damit haben wir die Kamera mittig von unserer Sichtrichtung und dann sagen wir mal GZ, fahren etwas runter, dass wir mittig davor sind. So. Und dann können wir die Plane nochmal nehmen, Scale Z, Scale Y, na, Scale X. So, damit haben wir die Plane dahinter, die Icosphere schön in der Mitte, Kamera ist gesetzt und damit haben wir den größten Teil geschafft. Wir gehen noch einmal mit 0 raus. So, und gehen mit 7 nach oben und tun jetzt noch ein paar Lichter hinzufügen. Machen wir einfach einen Area Light, GY, sagen wir ziehen das bis nach da. Dann machen wir Shift D für Duplicate und dann X. Dann noch einmal Ctrl D, X, GX, machen wir das so ungefähr. Dann gehen wir seitlich mit 3 und sagen X90, drehen wir die alle, RX90 und RX90. So, noch einmal mit 7 in die Top View. Dann machen wir nur R und gehen so ein bisschen so, jetzt haben wir 3 Lichter
da drauf und dann müssen wir bei allen dreien noch die Stärke anstellen. Sagen wir mal, ich gehe auf 400 und dann gucken wir nachher, wie es aussieht. 400, 400. Gehen wir in die Kamera und gehen auf den Viewport. Ja, jetzt haben wir oben unten noch ein bisschen Schatten, aber ist soweit gut ausgeleuchtet. Gut, damit haben wir die Grundszene fertig und dann geht es mal daran, das Material zu erstellen. Dafür gehen wir in den Shader Editor und dann ziehen wir das ein bisschen hoch. Und dann wäre es gut, wenn ihr in den Preference den Node Wrangler aktiviert habt. Das macht dann ein, zwei Sachen etwas einfacher. Und dann gehen wir auf den UV-Sphere und sagen, erst machen wir die Plane, sagen neu und der kriegt einfach für einen schwarzen Hintergrund. Okay, dann die UV-Sphere neu und das Material nennen wir dann Simple Wood, also einfaches Holz. So, dann haben wir unseren Principal BSDF, den lassen wir und fügen eine Noise Texture hinzu, eigentlich 2, deswegen machen wir direkt Shift D für Duplicate. So, und bei dem zweiten machen wir dann direkt mit Ctrl T, das ist dann vom Node Wrangler, das Mapping und die Texture Coordinate hinzufügen. Und dann nutzen wir hier den Objektausgang auf den Vektor, um dann hier auf unsere Noise Texture zu gehen. Wenn wir dann Ctrl Shift und dann die Node anklicken, haben wir hier eine Preview. Und da wollen wir das natürlich, Holz ist ein bisschen gestreift, wollen wir das dementsprechend mit der Scale einstellen. Machen wir hier mal 1,1 und hier 0,2 und hier 0,2. Dadurch sieht man schon, kriegen wir eine Längsstreifung. Und dann möchte ich hier den Scale, sag ich mal, den setzen wir auf 7 und Detail ganz hoch bis auf 15 und die Roughness machen wir auf 0,6 und dann sagen wir noch Distortion auf 1,2. So, damit kommen wir schon hier so ein bisschen auf so eine Holztextur. Und um das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern, machen wir das noch mit einer zweiten Node dazu. Das heißt, wir ziehen von hier nach da. Und jetzt sieht man schon, kommt das noch deutlich mehr zu einem Holz. Und hier sagen wir jetzt nicht 0,3, 3. Und machen Detail auch hoch auf 15 und den hier machen wir auf 0,7 und damit haben wir schon eigentlich ein relativ schönes Holzmuster. Um das jetzt noch ein bisschen detaillierter hinzukommen, machen wir einen Color Ramp hinzufügen und mit der Color Ramp kann ich das dann dementsprechend anpassen, wie hell was ist und wie das dann nachher dementsprechend aufgebaut ist. Den möchte ich jetzt mal ein bisschen weiter rüberziehen. Ich sag mal, ich gehe so Mitte vom R ungefähr und den ziehe ich nach hier. So, dann schieben wir die ein bisschen hoch und machen eine Mix Color hinzufügen. Der eine Eingang wird der
wird die Color Ramp und der zweite Eingang wird die Noise Texture. Dadurch bekommen wir so ein Muster und den Faktor setzen wir jetzt mal auf 0,4. So, das beide schieben wir ein bisschen rüber, um mehr Platz zu kriegen, um dann jetzt eine Color Ramp hinzuzufügen. Color Ramp. Und dieser Color Ramp geben wir jetzt ein paar Werte. Und zwar sagen wir gehen ins Graue rein und wählen dann hier ein sehr dunkles Braun dadurch aus. Den ziehen wir jetzt ein bisschen rüber. Den ziehen wir dann weiter rüber und dem geben wir jetzt ein sehr helles Braun. So. Schon fast ein Orange. Ja, lieber noch ein bisschen heller. So. Und dann fügen wir noch einen hinzu. Und den machen wir jetzt noch ein bisschen kräftiger. So. Und dann verteilen wir das noch ein bisschen. Je nachdem, wie ihr wollt, könnt ihr das dann auch etwas abändern mit den Farben, andere Farben. Und so sollte das dann funktionieren. Wenn ihr dieselben Farben haben möchtet, könnt ihr hier den Hexcode nehmen, 1D13 0EFF. Bei der mittleren Farbe habe ich CAA 289FF. Und bei der dritten Farbe habe ich 895F35FF. Und damit hätte man jetzt die Farben und das kann man dann auf den Basiseingang legen. Und jetzt hat man den Grundstock weiter gelegt. Um jetzt die Roughness mit der Spiegelung auf das Holz anzupassen, weil es reflektiert nicht alles gleichmäßig viel, können wir die duplizieren und sagen, wir ziehen das rüber und machen den dann auf die Roughness. Und jetzt sieht man, weil wir sehr schwarz sind hier, reflektiert alles sehr viel. Und dann kann man jetzt hier den schwarzen runternehmen, sagen wir mal bis nach da, dann merkt man, es wird schon weniger reflektiert. Und wenn man jetzt mit dem hellen noch ein bisschen gegengeht, wird es noch weniger. Weil reflektieren tun nur dunkle Teile, helle Teile nicht. Und desto heller wir werden, desto weniger wird reflektiert. Und ja, den machen wir noch ein klein bisschen so. Und deswegen verläuft das dann auch so ein bisschen jetzt mit dem Reflektieren von den Lichtern. Dazu möchte ich jetzt noch eine bisschen mehr Tiefe rein haben. Das heißt, wenn ich mit 0 rausgehe und hier aufs Holz gucke, ist das einfach nur glatt. Das könnte man als Laminat benutzen oder sowas, aber nicht für dann etwas anspruchsvollere Sachen. Dafür wollen wir jetzt noch eine Bump Note hinzufügen und die nehmen wir dann auf den Height. Und hier sieht man dann, dass das ziemlich straffiert ist, ziemlich rau.
je nachdem, was da dann kommt. Und den setzen wir jetzt auf 0,2, weil wir wollen es ja nicht übertreiben, oder 0,1. Und dementsprechend haben wir damit unseren Bump. Ich nehme jetzt mal 0,2 und den können wir dann auf den Normal ziehen. Und damit hat unser Holz ein bisschen mehr Tiefe und sieht realistischer aus. So. Und wenn man dann jetzt hier den Scale, machen wir erst einmal wieder 0, 0. Und durch den Bump reflektiert jetzt nochmal das Licht anders. Und man sieht hier, hier und hier auch dann die unterschiedlichen Höhen dadurch etwas besser. Und jetzt braucht man eigentlich nicht viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich mache jetzt hier keine Group Note jetzt, weil das mit der Farbe weiß ich nicht, wie man das dann unterbringen kann. Weil da müsste man trotzdem wieder hier rein und deswegen lasse ich das jetzt hier mal. Und beim Scale kann man jetzt hier das Holz ein bisschen verändern, je nachdem, was einem dann besser gefällt. Und auch der Detail macht einen sehr großen Unterschied dann, wie das am Ende aussieht. Dazu kann man mit dem Bump gut arbeiten, mit den Color Ramps, und dadurch hat man viele Einstellungsmöglichkeiten für das Holzmaterial. So. Und damit hätten wir das erledigt. Und wir hätten ein schönes Holzmaterial. Jetzt können wir das noch mit F12 rendern. Zum Schluss möchte ich das Material dann jetzt noch in meiner Asset Library eingefügt haben. Das kann man dann, wo ist sie? Da, im Asset Browser. Und das kann man theoretisch sofort hier machen, indem man dem sagt, hier als Asset markieren. Oder hier die Farbe direkt, das Material direkt als Asset markieren. Damit tut man eventuell das ganze Objekt übernehmen oder man tut nur das Material übernehmen. Aber ich möchte das natürlich in meiner Datei haben, wo ich die anderen Materialien auch habe, wie diese hier. Und dafür gehe ich dann jetzt, oder öffne ich die Datei, Open. Save. Save. Open. Und dann habe ich hier meine Datei für die Materialien. Die öffne ich jetzt. Und da gehen wir mit 7 in die Top View. Und da haben wir Eis, Nebel und die 2 Glasmaterialien, die ich jetzt schon erstellt habe. Und da machen wir jetzt mit Material erstellen, machen wir eine Icosphere, dann X Y wollte ich. X zurück 6. So, dann machen wir da eben eine Subdivision drauf. Apply und wir sagen Shade Smooth und dann
gehen wir auf File, Append und dann gehen wir wieder auf unser Holzmaterial, Simple Wood Material, dann Material und dann das Simple Wood Material. Dann sagen wir Capped. Dann gehen wir auf unser Material, sagen Shader Editor und wählen das Simple Wood aus. Und da haben wir unser Holzmaterial. So. Also haben wir das geschafft. Wir haben das hier drin. Dann gehen wir auf Material, Rechtsklick, Mark as Asset. Dann gehen wir auf unseren Asset Browser zurück. Wir gehen auf unseren Ordner. Dann gucken wir hier und sagen neue Collection. Und die nennen wir Wood für Holz. Und dann haben wir hier unser Material, ziehen das auf Wood. Dann ist es hier weg, in Wood ist es und genauso ist es in unseren Materialien. Und dann können wir hier wieder auf All Libraries gehen. Ne, Moment. Wieder zurück in unseren Katalog, Save Asset Katalog. Und damit ist auch das Sternchen dahinter weg. Das Holz ist da drin und wenn wir jetzt wieder auf All gehen, haben wir es mit drin und auf Komplett All haben wir alle unsere Materialien. So, jetzt müssen wir noch einmal die Datei speichern. Save und damit ist unser Material drin. Und wenn wir jetzt sagen, wir starten Blender neu und wir sagen Materialien, Holz, können wir das da drauf ziehen. Und so haben wir unser Holzmaterial. So, das war's dann mit der Anleitung zum Erstellen eines einfachen Holzmaterials. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da oder schreibt was in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch was geholfen. Und von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.